Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes in altbewährter Besetzung. Das große Team ist angetreten. Zum einen am einen Bildschirm unsere liebe Tochter, Dr. Diana Krischke. Schönen guten Abend, meine Süße. Hallihallo. Nicht minder süß, nicht minder heiß geliebt. Auf dem anderen Kanal Therapeut Chris Debski, unser Partner in unserer Online-Akademie. Schönen guten Abend, mein Guter. Einen schönen guten Abend. Danke für diese Einleitung. Dieser sympathische junge Mann ist mein lieber Mann, Wolfgang Krischke, der Hofreitmeister der Hofreitschule. Auch süß. Und die wieder zu ihren Kräften kommende Frau neben mir, das ist meine liebe Frau, die Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule, Christine Krischke. Und die wird uns heute Abend ein bisschen durch die Fragen führen. Wie immer. Wir haben heute den zweiten Teil von Schaum vorm Maul, Kauen, Klappern, Knarzen und Knirschen am Start. Wir waren letztes Mal in einer Stunde lang nur mit 1,5 Seiten unserer Fragen dabei. Das war ganz schön knapp. Wir müssen ein bisschen sputen heute. Darum lege ich auch gleich los. Sarah Decker darf uns heute die erste Frage stellen. Ich habe den Eindruck gewonnen, schreibt sie, dass bei Pferden, die noch Verspannungen oder Blockaden in verschiedenen Körperbereichen haben, es zu vermehrtem, hektischerem Kauen kommen kann, zum Beispiel in den Abkauübungen. Dies dann im Laufe der Zeit besser wird. Meine Frage lautet daher, kann man die Abkauübungen und die Reaktionen auf diese auch als diagnostisches Werkzeug einsetzen, um zu analysieren, wo eventuell noch Verspannungen sitzen und zeitgleich mit den Übungen diese dann sogar auflösen? Frage an Chris. Jein. Zum einen mal, fangen wir mal vorne an. Also ja, es ist tatsächlich so, dass bei manchen Pferden bis zu einem wirklichen Extrem bei den Abkauübungen, vor allem ganz am Anfang, bei den ersten Malen, es zu sehr hektischem Klappern, Kauen und Maulöffnen bis hin zu Zungenverrenkungen und so weiter kommen kann, nämlich dann, wenn die wirklich sehr verspannt sind. Und die merken, okay, da löst sich was. Ihr habt es selber schon gehabt, da ein Pferd nach entsprechenden ich sag mal, Maulmobilisationen, zwar ohne Gebiss, aber mit der Hand tatsächlich über fast 2 bis 3 Minuten lang Verrenkungen mit dem Kiefer gemacht. So, dass du dir selber schon mal ein bisschen überlegst, okay, was jetzt passiert. Aber die Pferde machen das tatsächlich ja auch so frei, wenn sie halt eben anfangen zu gähnen und dann nochmal so Verrenkungen machen, die Augen verdrehen, ne, um dann einfach diese Verspannungen zu lösen. Und wenn die dann merken, oh, das tut gut, ich sage mal, dann spüren die das nach und versuchen das zu intensivieren. Ja, sie merken also, das tut gut und ich versuche das einfach noch ein bisschen auszukosten und zu verbessern. Das ist erstmal so, okay, ich merke, da tut sich was, das ist erstmal gut. Und wenn das dann weniger wird und die Pferde das gut annehmen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich das auch verbessert hat. Dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man diese Übungen nicht zu oft macht und quasi zu einer Standardübung vor allem macht, obwohl sie nicht gebraucht werden müssen. Wenn der Kiefer dann nämlich locker ist, dann reicht ein leichtes Überprüfen, ein Klingeln am Zügel, bist du locker. Und wenn das Pferd da halt eben locker ist, dann muss ich nicht mit Abkauübungen, Abbiegeübungen und das ganze Programm jedes Mal nerven. Ne? Also ich möchte auch nicht, bevor ich dann das Diktat in Klasse 10 schreibe, vorher noch das Alphabet aufsagen müssen. Und zwar vor jedem Satz. Diagnostisches Werkzeug ist natürlich etwas, ich kann durch die Abbiegeübung, Abkauübung nicht herausfinden, in welcher Region das Pferd verspannt ist. Das kann ich mit Palpationen machen, das kann ich über Stresspunktüberprüfungen, Triggerpunktüberprüfungen machen. Ich kann schauen, wo habe ich Ödeme, wo sind Wärme-, Kälteregionen, indem ich das Pferd abtaste, abfühle. Oder auch, was sehr gut ist, ist diese Masterson-Methode, wo ich also ganz leicht über das Pferd fühle, bis hin zu, dass ich sogar nur mit der Hand drüber schwebe und ich eine Reaktion vom Pferd kriege an den Stellen, wo etwas sein könnte. Aber ich kann die Abkauübung nicht als diagnostisches Werkzeug für die Lokalisation einer Region, die verspannt ist, herausbekommen. Was ich schon hinbekomme, ist, dass nach und nach auch verspannte Regionen, die weiter weg vom Maul sind, durchaus sich auch lockern können. Durch Maulmobilisation. Durch Maulmobilisation, ja. Okay.
ist doch schon Man mal. kann aber bei den Abkauübungen ja ganz kurz mal fragen, ob es irgendwo direkt vorne am Hals oder am Kopf oder im Genick oder so spannt. Also ich glaube, so Widerstände kann man da durchaus feststellen. Also was du zum Beispiel sehr gut merken kannst, ist, ob es sich reell stellen kann oder eine in Anführungsstrichen Blockade erster, zweiter, dritter Halswirbel stattfindet. Je nachdem, wie weit, wie hoch, wie tief ich die Halswirbelsäule einstelle, können versierte Leute, vor allem Therapeuten, herausfinden, an welcher Stelle habe ich denn wohl mehr Problematiken. Erster Halswirbel, zweiter Halswirbel, dritter Halswirbel, vierter Halswirbel, bis hin runter Übergang, siebter Halswirbel, Brustwirbelsäule. Da sind also, aber danach wird es halt eng. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig mit diesen Selbstanalysen. Ich habe das ja häufig, dass meine Schüler mir dann sagen, da ist dies oder da ist das. Nee, das ist die Auswirkung von dem, weil da hinten irgendwas los ist. Dann konzentrieren sich die Leute vorne und verbiegen die Pferde im Hals und verbiegen die Pferde im Hals und verbiegen die Pferde im Hals und noch mehr Schulter rein und noch enger und noch mehr Halsbiegung. Und die ganze Nummer wird immer schlimmer. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dieser Selbstanalyse, dass da irgendwo vorne im Hals was nicht in Ordnung ist. Das kann losgehen mit dem Sattel, dass der nicht passt, aber das kann auch irgendwo sein, dass hinten was nicht in Ordnung ist. Und das Pferd gar nicht, weil es sich von hinten nach vorne durchgearbeitet hat durch den Körper, nach vorne nicht in der Lage ist, das zu tun, aber dann immer den Hals mehr zu biegen und das Pferd mehr zu verbiegen, das ist dann nicht der richtige Weg, dann wird das immer schlimmer, die ganze Geschichte. Also da lasst mal lieber einen Fachmann drauf gucken und dann geht ja an eure Übungen ran, bitte. Barbara Wensen darf die nächste Frage stellen. Jede Epoche gebiert die Reiterei, die sie verdient. Zitat. Oh Gott, was haben wir angerichtet? Hat das Kauen, Klappern, Knarzen und Knirschen am Gebiss seit Beginn der modernen Sportreiterei zugenommen? Und ist es somit ein Problem, nein, ein Phänomen, das seine Hauptursache in der modernen, beidhändigen Reitweise in Anlehnung hat? Nein. Glaube ich auch nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Die Mäuler sind so gebunden, die können gar nicht klappern und knirschen. Knirschen können die. Das kommt erst dann zur Geltung, wenn du den Sperrriemen wegmachst und wieder die zwei Finger unter dem Nasenriemen hast und dem Pferd die Möglichkeit gibst, sich zu beschweren. Und dann versuchst beidhändig in der oft missverstandenen Anlehnung, das heißt mit Dauerdruck am Zügel und deinen Ruck. Das ist auch bei den spanischen Pferden, die aus Spanien kommen, die mit Zereta den Rüssel auf gut Deutsch so zugebunden bekommen haben, dass sie gar nichts mehr bewegen können und wollen. Die sagen auch nichts. Sie werden erst anfangen, wenn sie locker gelassen werden vorne oder man lässt sogar den Sperrriemen weg. Dann geht das ganze Orchester los. Knirschen können die schon und das tun sie auch. Also das hört man in der Reithalle auch sehr regelmäßig. Auch da gibt es auch genügend Tricks, das zu unterbinden. Aber tatsächlich glaube ich, wenn man eine reelle Anlehnung beidhändig macht, dass das weniger zum Knirschen und Klappern führt, weil die Pferde ja gewöhnt sind, sich draufzulegen. Also die machen dann eher den toten Fisch und hängen sich dahin und sagen, Mutti trägt mich da schon durch. Also ich glaube tatsächlich, dass das eher vorkommt bei unruhiger Hand und bei solchen Dingen, also bei Reiterfehlern oder eben deutlichen Verspannungen oder überfordert sein oder sowas. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das von dem Zügelzug an sich kommt. Nee, die halten da gut gegen und sagen, okay, jetzt halte ich es aus. Ja, eben. Wenn du ein komplett verspanntes Kiefergelenk hast und Zungenbein und so weiter, dann klappert auch nichts mehr. Nee, dann tut das ja auch weh, wenn man dann gar nichts mehr macht. Ja. Tabea Letzner. Andersrum. Frenzel. Ab wann ist es so ritualisiert, dass man es nicht mehr wegtrainieren oder umkonditionieren kann? Eigentlich ist das Gehirn plastisch. Eigentlich kann sich das immer verändern. Die Frage ist nur, wie lange hat das Pferd das gemacht? Wie lange braucht man, um es wieder umzukonditionieren? Also vom Lernverhalten her möglich ist das, aber man findet immer wieder einen Trigger, wo das Pferd dann in die Bredouille kommt und dann irgendwann sagt, ich falle wieder in ein altes Muster zurück. Und das wird dann wahrscheinlich ein Leben lang irgendwann passieren. Die Frage ist ja auch dann, ist es ein Problem? Also wenn ich jetzt eine Ursache habe und ein Symptom, also die Ursache ist, da ist zu viel dran gezogen worden, da ist festgeschnallt worden, da ist zu viel Stress gemacht worden irgendwann mal und ich nehme den Stress weg, aber das Symptom bleibt.
Also Zähne klappern, Gebiss klappern, etc., Zähne knirschen, all diese Dinge, die wir da haben. Das heißt, wenn ich die Methode ändere und es eigentlich zwar keine Ursache mehr gibt, aber der Stressfaktor halt im Kopf so manifestiert ist, dass das vielleicht sogar auch, wir hatten das am Wochenende ja im Seminar auch, wenn das so eher so in die Richtung geht, ich beglücke mich selber dadurch, was ich da tue, weil es mich an etwas erinnert, oder es ist wie so ein Tick beim Menschen auch, die so auf die Zunge beißen, wenn es Stress gibt oder so, dann würde ich eher in die Richtung gehen, ich würde vielleicht mich gar nicht mehr drum kümmern. Ich würde sagen, ich akzeptiere das einfach so. Das ist nun mal so. Und wenn es weggeht, weil ich die Dinge ja nicht mehr mache, dann ist gut. Aber wenn ich mir selber die ganze Zeit Stress darum mache, dass der immer noch mit den Zähnen klappert, dass der immer noch knirscht, Mensch, jetzt hör doch mal auf, oder ich habe doch jetzt alles gemacht und mach mir Vorwürfe, dann bin ich eigentlich nicht auf dem richtigen Weg, weil ich durch meine positive Haltung dem gegenüber, dass alles andere so gut ist mittlerweile, ich vielleicht sagen kann, okay, damit muss ich einfach leben. Ich glaube, da müssen wir einmal kurz, da müssen wir auch unterscheiden, ist es schon eine Stereotypie geworden, die Endorphine, Glückshormone ausschüttet wie Koppen und Weben, oder ist es eine direkte Reaktion auf das, was der Zügel gerade macht? Knirscht er mit den Zähnen, weil es wirklich wehtut da vorne, oder knirscht er mit den Zähnen, weil es ihn an etwas erinnert, was mal wehgetan hat oder irgendwie so. Diese lang anhaltenden Stereotypenbewegungen, die kriegst du nicht mehr weg. Das musst du voll umschiffen. Da musst du mit Bosal rein. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Zitat von Einstein. Mit den Problemen, oder mit den Methoden, wie ein Problem entstanden ist, kann man es nicht wieder abwenden. Ihr könnt das abwenden, dieses Zähneknirschen, Zähneklappern, indem ihr einfach mal versucht, Gebiss loszureiten. Ob das jetzt ein Bosal ist oder was auch immer, spielt keine Rolle. Aber ihr werdet merken, wenn ihr das richtige Instrument gefunden habt, was nicht mehr im Maul des Pferdes wirkt, sage ich euch zu 95%, dass das Problem löst sich innerhalb von wenigen Augenblicken, Viertelstunde oder sowas, ein bisschen mehr, löst sich das Problem häufig in Null auf. Okay. Anna M. Stark ist die nächste. Meine Stute beschäftigt sich, sobald das Gebiss im Maul ist, die ganze Zeit mit diesem. Es ist auch egal, welche Gebissart sie gerade trägt. Sie kaut und schmatzt die ganze Zeit. Es ist kein Nagen, einfach ein lockeres Kauen und Schlucken. Wenn wir allerdings schwierigere Aufgaben etablieren, hält sie den Kiefer nur noch ruhig und kaut dann danach weiter oder fängt auch mal an zu nagen, je nachdem, wie sehr sie die Aufgabe anstrengt oder sie sich konzentrieren muss. Danach ist wieder die gewohnte Kieferbewegung mit dem Beschäftigen mit dem Gebiss aktiv. Ich habe ihre Kaubewegungen bisher als positiv angesehen. Nur eben bei schwierigeren Aufgaben zeigt sie meiner Meinung nach ungünstige Kieferanspannung und Kompensationen wie das Nagen. Wie kann ich ihr bei schwierigeren Aufgaben helfen, die Lockerheit im Kiefer zu behalten oder wieder herzustellen? Wenn ich da ganz kurz anknüpfen darf an meine Antwort auf die vorige Frage, nimm etwas dazu, was auf der Nase wirkt, ein Cabeson, ein Nasband irgendeiner Form, schau, was deinem Pferd am besten behagt und versuche den Druck vom Maul mit auf die Nase zu übertragen. Nimm die Zügel in Phyllisführung und versuche das ganz geschickt, den Druck aus dem Maul, den Stress, der im Maul entsteht, weil das Pferd die Übung noch nicht kann, auf die Nase mit zu übertragen, ist das probante Mittel der alten Meister. Wir haben jetzt dieses Wochenende auch sehr intensiv darüber gesprochen, hatten einen super Vortrag darüber. Versucht doch einfach mal, geht doch mal aus dem Maul raus. Warum müssen wir alles immer mit irgendwas im Maul versuchen zu lösen? Versucht doch mal, wir reden seit Jahren jetzt mittlerweile von den alten Meistern, immer wieder, immer wieder. Nehmt euch bitte mal eine alte Schrift, guckt euch mal die Bilder an, wie die ihre Pferde gezäumt haben. Warum habt ihr nicht den Mut, das zu tun? Damit löst ihr ganz viele Probleme. Das Gebiss ist ja eigentlich genau dafür da, eine Lockerheit herzustellen im Kiefer, im Maul mit Schlucken, Kauen, Zungenbewegung und so weiter. Von daher ist der Ansatz ja gar nicht so dumm zu sagen, wenn mein Pferd Stress hat, dann benutze ich ein Gebiss, damit es den Stress wieder auflöst, damit es kaut und schluckt, damit ich einwirken kann. Wenn das allerdings Überhand nimmt, dann stimme ich absolut zu, dass man vielleicht sagen muss,
ich mache mal einen ganz großen Schritt wieder zurück und fange wieder auf der Nase an und probiere was anderes aus. Also ich glaube, für jede Situation hat man ja bestimmte Ideen von Zäumungen. Also für Stellung, Biegung, was Neues beibringen, würde ich auf die Nase gehen. Für eben sowas in der Lektion, was zu verbessern, würde ich wieder im Maul was agieren. Also tatsächlich sagt einem das Pferd das schon ein bisschen selber, ne? Du sagst einen Schritt zurück, ich sage einen Schritt voran. Ja, gut. Gerade Ja. beim Galiberti hat gesagt, er warnt davor, den jungen Pferden zu früh das Nasband wegzunehmen. Und mit Sicherheit hat er seine Erfahrung gemacht und weiß ganz genau, also Handlastigkeit ist nichts Neues. Darüber schreiben alle alten Meister, wenn zu viel Handeinfluss genommen wird. Und leider ist es so, ich will das jetzt nicht mal nur auf die Schule der konventionellen Reitschulen drücken, wo ja jeder irgendwo das Reiten gelernt hat heute. Aber wir Menschen sind handorientiert. Wir machen alles mit den Händen. Und wir versuchen dann das Problem mit der Hand zu lösen. Das ist mein täglich Brot, das den Leuten abzugewöhnen. Ja? Und das ist das Problem. Ihr kriegt es mit der Hand nicht besser hin. Immer wenn du, gerade was du sagst, wenn du deinem Pferd eine schwierigere Aufgabe stellst, wird das Pferd ungemütlich im Mund, weil es die Aufgabe von hinten nach vorne im Mund nicht versteht. Ich sage es nochmal, nimm den Druck aus dem Mund raus. Ja, das kann man so stehen lassen. Der Kirsten ist die nächste. Meine Stute macht auch Anstrengungskauen. Mittlerweile immer weniger, aber dieser Tick kommt immer mal wieder durch und macht mich natürlich auch traurig und manchmal auch noch emotional dazu. Aber ich versuche es zu ignorieren und klar, ruhig und langsam in unserer Aufgabe zu bleiben und lobe und höre auf, sobald sie sich entspannt. Meine Frage wäre, ob das auch euer Ansatz wäre. Auch da knüpfe ich wieder an die Antwort davor an und sei vorsichtig, immer dann aufzuhören, wenn dein Pferd ungemütlich im Mund ungemütlich wird. Sobald sie sich entspannt. Sobald sie sich entspannt, weil die Pferde sind auch nicht dumm. Die zeigen das immer früher an und brechen damit die Arbeit ab. Und dann hast du ein Abbrecherpferd. Das macht auch keinen Spaß. Die Pferde sagen dann, ah, fertig, guck mal, ich zeig dir das, erledigt. Aber sie sagt, sie schreibt aber, dass sie in der Aufgabe bleibt. Ruhig, dass sie es nicht sofort abbricht. Aber bleibt und lobe und höre auf, sobald sie sich entspannt. Dann bist du richtig. Ja. Okay. Christina Miranda, sollte man bei einem Pferd, das relativ still im Maul ist, aber auch ansprechbar, trotzdem bewusst das Kauen auslösen? Nein. Warum? Warum? Wenn du sagst, es ist ansprechbar, ist alles gut. Also es geht ja um die Nachgiebigkeit im Genick. Und das Genick ist mit dem Zungenbein, mit der Zunge verbunden. Das heißt, ich kann Nachgiebigkeit im Genick herstellen, indem ich die Zunge beweglich habe. Dann ist die Chance, dass das Genick beweglich ist, auch recht groß. Aber wenn das Genick beweglich ist und das Pferd sich stellt, biegt und alles macht, dann muss es ja nicht zwangsläufig kauen. Es wird ja auch nicht unbedingt kauen, wenn es einen Bosal kriegt. Oder eine Gebisswurzel. Ist halt die Frage, was dieses ansprechbar halt, wie das gefüllt ist. Wenn ich also merke, ich kann die Bewegung wenn ich möchte, könnte ich die Bewegung des Kiefers auslösen, beziehungsweise wenn ich einen Impuls mit dem Zügel gebe, dann passiert irgendwas. Hingestellt, ob es jetzt das Richtige ist, was ich möchte, aber das Pferd zeigt keine Kraftopposition. Es legt sich nicht auf den Zügel. Ich merke nicht, da ist ein Widerstand. Dann brauche ich auch nicht die ganze Zeit etwas tun. Genau. Weil der Kiefer ist locker, der ist ansprechbar. Wenn ich aber merke, okay, ich tue was, ich möchte jetzt nach links stellen, nach rechts stellen, und da ist aber Widerstand, da wird draufgelegt oder der Kopf geht hoch, der Kopf geht zur Seite, das Pferd verwirft sich. Es muss ja nicht mehr viel sein, aber ich merke, mein Impuls kommt da irgendwie nicht an. Die Aufgabe ist halt für den Kiefer nicht zu lösen, für die Zunge. Dann muss ich halt eben auch schauen, kann ich das Kauen auslösen? Und Kauen heißt dann nicht, das Maul muss sich öffnen, sondern nur diese Ansprechbarkeit muss wieder da sein. Einmal kurz weich werden im Kiefer. Also, wenn ich da zur Christina nochmal drauf eingehen darf, ist, was ist denn der Optimalzustand? Der Optimalzustand wäre, wenn ein Pferd so ein bisschen murmelt mit dem Gebiss, das Maul ruhig hat, keine Spuckefäden rauslaufen, das Pferd ruhig guckt mit dem Auge, sich beizäumt, sich stellt, sich biegt, alles gut.
So, und jetzt sage ich mal, was ist denn bei uns Menschen der Idealzustand? Wenn wir einen Menschen vor uns sehen, der vor uns läuft, wo ist denn da der Idealzustand? Wenn beide Hacken gerade sind, wenn die Beine gerade sind, keine O-Beine, keine X-Beine, der Nacken nicht schief ist, ja, das Gesicht gerade ist, die Augen auf der gleichen Höhe, der Kiefer gerade ist. Keiner eine Brille trägt. Genau. So, und wie viel von denen habt ihr auch vor euch tagtäglich? Die gibt es nur im Fernsehen. Und die sind noch schön gemacht. So, bitte, Leute, euer Pferd ist euer Pferd und das ist mit seinen Gegebenheiten auf die Welt gekommen und wahrscheinlich wird es so sein, dass dieses Pferd sich mit euch allerhöchste Mühe gibt, alles zu geben, was es kann, wenn ihr euch auf diesem Wege bewegt, alles zu geben, was es kann, in der Lage ist, das zu tun. Aber bitte, diese Idealvorstellung von diesem Maul und diese Idealvorstellung von all diesen Dingen, da müsst ihr wirklich gucken, was ist die Möglichkeit meines Pferdes? Komm mal auf den Punkt. Ich möchte damit sagen, also ich lese hier die ganze Zeit daraus, jeder sucht den Idealzustand. Den gibt es nicht. Oder ich habe ja schon viele, viele Pferde unter meinem Hintern gehabt. Diana hat jetzt gerade ein Pferd, das ist der Idealzustand, aber so ein Pferd habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt, ja, den Pumi. Und ein Pferd, das sich ohne Kopfstück, ohne alles biegt und stellt und korrekt an den Zügel stellt und alles macht, im Rücken alles korrekt ist, davon gibt es, weiß ich nicht, unter 100.000 eins. Ja, wer gewinnt denn jede Woche im Lotto? Ich nehme mal eben die nächsten beiden Fragen noch. Der Chris hatte gerade noch was. Nee, ich wollte einfach nur ganz kurz, ich glaube, erstmal komplett richtig, aber es ist natürlich so, dass die Leute die Fragen auch von außen gestellt bekommen. Ne? Hey, dein Pferd kaut nicht, dein Pferd macht dies nicht, dein Pferd stellt sich nicht, dein Pferd macht sich fest. Ne? Und ich glaube, deshalb kommen natürlich auch so die Zweifel da auf. Ja, es kann auch die Beleuchtung von außen Sonst sein. würden wir ja keine Fragen mehr kriegen. Naja, dieses Ansprechbarsein, das sieht man ja auch nicht so unbedingt von außen. Und wenn man selber aber das Gefühl hat, da kommt alles an, was ich haben möchte. Es kann ja sogar sein, dass ein Pferd überhaupt nicht ansprechbar ist, was total schönes Maul hat. Kann ja trotzdem sein, dass der dann irgendwas Komisches in seinem Körper macht, wo man nicht mehr durchkommt oder der nicht durchlässig, da kommt wieder das schöne Wort durchlässig dazu, ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn man selber das Gefühl hat, ich komme mit dem an, was ich haben möchte, wie weit ich es haben möchte, ist es doch vollkommen okay. Egal, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist. Wenn ich damit mit meiner Reiterei, mit meinem Ziel gut bin, ist es doch fein. Eben, Selbstzufriedenheit. Und dann ergeben sich viele Probleme ja auch. Also wenn man mal nicht den Fokus darauf hat. Also ich habe sehr viele Reitschüler, Pferde und auch selber gerittene Pferde. Wenn man mal einfach diesen Fokus verliert auf das Maul, dann geht es mit einem. Funktioniert es. Ja. Die nächsten beiden Fragen drehen sich auch noch um das Thema. Deswegen nehme ich die mal jetzt ein. Franzi Bauer, wie bekommt ihr wenig kauende Pferde zu mehr Maulaktivität, besonders wenn sie gebisslos geritten werden? Und Anna M. Stark, wie lockert ihr bei einem Pferd den Kiefer, das nur gebisslos geritten werden kann, im Stand und später auch in der Bewegung? Nicht. Indem ich da ein Stückchen Apfel reinstecke vorne. Maximum, aber normalerweise, wenn du deine Reiterei vernünftig machst und dem Pferd nach der gestellten Aufgabe eine Pause gibst und das Pferd die Aufgabe verstanden hat, wird es kauen. Wenn du natürlich Aufgabe nach Aufgabe hintereinander anstellst und dem Pferd keine Pause gibst zum Verstehen, das Pferd kann auf zweierlei Arten zeigen, dass es die Aufgabe bewältigt und verstanden hat. Die einfachste Lösung ist für das Pferd dieses Murmeln, Kauen. Das ist das ist nur mehr nicht. Geräuschlos, nur sichtbar. Und das Zweite ist das größere Lob, was das Pferd dir geben kann, dieses tiefe Seufzen. Ja. Das könnt ihr mit den Pferden üben, indem ihr denen das voratmet. Tatsächlich, ihr könnt sie programmieren. Und ihr auch wirklich drauf wartet. Ja, wartet, bis das kommt und dann erst weiterarbeitet. Das könnt ihr programmieren. Ich sage mal, das ist zu 70-80% nachher abrufbar. Und das spannend. Ja. Bitte? Spannend ist ja auch eben zum Beispiel mit dem Leckerli, wenn Christine sagt, das lockert den Kiefer. Manchmal machen die Pferde das eben erst in der Pause, dass sie das Leckerli dann essen. Dann macht es mit einmal Knurpsch. Also vorher haben sie es in eine Backe gesteckt.
Ja, Mhm. ja, Ja. lohnen sich selber. Ja, ich würde auch noch was ergänzen. Also in der Regel tatsächlich ein guter Seitengang im Schritt löst das Maul auch sehr oft. Vor allem gutes Schulterherein ist tatsächlich so, dass viele Pferde dann locker werden im Genick und damit auch im Kiefer, dass die einmal kurz irgendwie so machen und kurz mal anfangen zu kauen. Und von daher, ich würde auch immer schauen, was heißt jetzt wenig kauendes Pferd? Nochmal auf das zurückkommen, was Wolfgang vorhin gesagt hat. Es ist ein Pferd, was die Zähne zusammenbeißt und eine Opposition gegen meine Anfragen, ich will jetzt nicht Hilfen sagen, sondern Anfragen, stell dich nach links, stellt es sich dann nach links oder sagt es, nee, ich möchte nach rechts oder nee, ich nehme den Kopf weg. Also funktioniert meine Kommunikation mit dem Pferd über das, was ich mir vorstelle, das, was ich mache, das, was ich abfrage, komme ich eine gute Antwort. Dann kann es auch sein, dass ein hochkonzentriertes Pferd die Zähne zusammenbeißt, aber trotzdem gut durch die ganze Geschichte durchkommt und erst wirklich danach, so wie der Mensch auch, dann sich erst entspannen kann. Also wenn ich extrem angespannt bin, das muss nicht mal extrem angespannt sein, dann beiße ich die Zähne zusammen. Ja, früher beim Fußballspielen habe ich das Problem gehabt, ich habe immer die Zunge rausgestreckt. Das wollte ich gerade sagen. Bis mir jemand beim Kopfball unters Kinn gesprungen ist. Das könnt ihr euch vorstellen, wer das wehgetan hat, und es hat auch geblutet wie Sau. Ja, ganz normal. Und so ist das bei Pferden auch. Machen viele Leute sogar nur beim Schreiben, dass sie die Zunge mit der Zunge sogar mitschreiben. Ja, und darum, also das ist, jeder löst doch seine körperliche Spannung auf seine Art und Weise, und so ist es bei den Pferden auch. Und wenn die während der Arbeit den Kiefer zusammenhalten, gerade eine Runde. Ja. Guck doch mal Seite. Man kann das An der Seite draufdrücken, ja. Gut, aber tatsächlich, also falls es ein therapeutisches Problem ist, also wenn ihr dem Pferd, was nur gebisslos geritten werden kann, tatsächlich was Gutes tun wollt, könnt ihr ja mal die Backe massieren, mal gucken, ob das alles locker ist und solche Dinge, und mal gucken, ob es dann richtig kaut oder gleichmäßig kaut, ob die Kiefermuskulatur auch hier oben gleichmäßig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann fragt doch bitte einen Therapeuten und einen Zahnarzt dazu. Also wenn das wirklich ein körperliches Problem ist. Und das haben nicht ganz wenig Pferde. Also auch so Disbalancen, also man sieht es an den Hufen, man sieht es an den Zähnen, man sieht es im Körper des Pferdes. Das sind halt manchmal Kleinigkeiten, die schon ein richtig reelles Kieferbewegen irgendwie schwer machen. Also wenn die so einen leichten Schiefbiss vorne in den Schneidezähnen haben, manchmal kommt das dann nicht mehr ordentlich übereinander oder so. Oder hinten ein Wellenschliff da drin. Da könnt ihr natürlich manuell einmal ein bisschen massieren und ein bisschen gucken, tut es dem Pferd irgendwo weh, und dann einen Therapeuten befragen, der passend dazu das Problem lösen kann. Ja, sehr schön. Okay. Barbara Wensen, welche Unarten entwickeln Pferde, die unter vergleichbarem Stress stehen, aber gebisslos geritten werden? Da haben wir zum einen das Nüstern hochziehen, Maulwinkel hochziehen und so Leernagen ins Bosal rein. Sehr elegant. Kann ich mir vorstellen. Habt ihr das noch nicht gesehen? Jetzt schon. Sieht doch genau so aus. Doch, natürlich. Ja. Innen ist das Bosal zu scharf. Die beschweren sich darüber, dass die Einwirkung zu sehr auf die Nerven, und das ist, also ihr könnt das ja mal selber machen, gebisslose Zäumungen wirken hier und hier auf die Nervenaustrittslöcher. Wenn ihr da mal bei euch so ein bisschen mit dem Finger reinbohrt, werdet ihr denken, oh Gott, was habe ich denn da? Entwickelt sich da ein Furunkel? Nein, diese kleinen Knubbel sind tatsächlich Nerven. Und wenn ihr euch vorstellt, dass da ein auf harten Rohleder geflochtener Reif drauf liegt und dann jemand da dran Anlehnungen versucht zu reiten und irgendetwas mit den Händen herzustellen, da kann schon manches Pferd echt dran verzweifeln. Ja, so andere gebisslose Zäumungen, naja, Sereta brauchen wir nicht drüber reden, habe ich noch nicht so viel gesehen, außer das ist eben so ein bisschen ignorieren und sich drauflegen, ne? Aber viele Pferde, die gebisslos, also diese gebisslosen Zäumungen werden ziemlich häufig sehr eng geschnallt, damit sie nicht rutschen. Und dann zeigt das Pferd natürlich wieder weniger. Und Knirschen kommt da, glaube ich, genauso häufig vor, wenn die dann
zugeschnallt sind. Also ich glaube, die meisten gebisslosen Zäumungen rutschen ja hin und her und manchmal verkippen sich die Pferde dann auch extrem oder sowas. Ich würde vielleicht gerne noch was zu dem Thema, also gebisslose Zäumung, da ergänzen. Wolfgang hat ja vorhin auch schon was Schönes gesagt. Also wenn jetzt ein Problem entstanden ist, dann kann ich es nicht durch dieselbe Art und Weise lösen, wie es halt entstanden ist. Wenn ich durch zu viel Einwirkung am Zügel im Maul ein Problem erzeugt habe, im Gebiss, dann macht es wenig Sinn, nur die Zäumung zu ändern, nicht aber meine Art und Weise, wie ich mit Zügeln umgehe. Wenn ich also den gleichen Zügelzug, und das sehe ich leider sehr oft, da wird also gesagt, wow, jetzt wird endlich hier gebisslos geritten. Das Pferd ist immer noch über dem Zügel, das Pferd drückt immer noch den Unterhals raus und immer noch wird extrem mit 4, 5, 6, 7, 8 Kilo Zügelzug auf diese gebisslose Zäumung eingewirkt. Ja, das tut nicht mehr im Maul weh, aber eben auf der Nase. Und da muss ich also auch meine Zügelart, mein Verständnis von Zügeln muss ich überdenken. Und da lohnt, der Wolfgang hat das vorhin so schön gesagt, der Blick in die Geschichte. Und man sieht es ja auch sehr schön da bei dir jetzt zum Beispiel mal im Hintergrund, wie sind Zügel zu benutzen. Die sind nicht ein permanenter Dauerstressgeber, sondern sie sind für Impulse gedacht. Und zwischen den Impulsen muss so ein Zügel nichts machen. Da kann der die Schnauze halten. Durchhängen, mehr oder weniger. Du hast mir heute Morgen eine Gegenüberstellung geschickt. Das kriegen wir jetzt nicht auf dem Bildschirm. Kriegen wir nicht auf dem Bildschirm, aber da kann man drüber reden. Hilf mir mal ganz kurz, Lörke, ne? Lörke ist das, ja. Lörke. So Lörke in der Piaffe. Der Zügel hängt durch. Der Zügel hängt durch und die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat davon eine Umrisszeichnung gemacht, also quasi ein Idealbild, wie die Piaffe auszusehen hat, aber sie hat den Zügel gestrafft. Sie hat den Zügel nicht durchgängig gemalt, sondern... So. Und wenn das das Beispiel ist, was die jungen Leute sich als innere Bilder, das ist ja eine Zeichnung, als innere Bilder sich ins Hirn einbrennen sollen, dann kann es nicht besser werden. Dann kann es nicht besser werden. Und auch da wird es nicht besser werden, weil die nicht aus diesem Kreis rauskommen. Wenn man da was verändern will, kannst du da auch keinen Unterricht mehr weiternehmen. Wenn der Reitlehrer sagt, du musst die Zügel fester in die Hand nehmen, du musst mehr ziehen, das wird ja auch meinen Lehrlingen immer bei der Gesellenprüfung vorgeworfen, dass sie noch an der Anlehnung arbeiten müssen. Nein, müssen sie nicht. Sie müssen noch mehr am Loslassen üben. Ja? Okay, komm. Gudrun Pfeiffer. Mein Isländer kaut bei der Bodenarbeit und beim Reiten immer etwas hektisch mit geöffnetem Maul auf dem Gebiss herum. Dabei bildet sich ganz wenig Schaum. Wenn ich nichts mehr verlange und stehen bleibe, um ihm eine Pause zu geben, hört er sofort auf zu kauen und wird wieder unbeweglich im Kiefer, aber bleckt die Lippen. Wenn ich mit ihm nur vom Stall zum Reitplatz oder zurückgehe und dabei auch nichts weiter mache als gehen, bleckt er auch seine Lippen. Es sieht so aus, als hielte er das Gebiss mit der Zunge fest bzw. drückt diese dagegen. Würdet ihr das als Unzufriedenheit deuten? Er hat als Gebiss eine Stange aus Titan, wegen eventueller Allergie und weil sie im Winter nicht so kalt ist. Er hat das im Maul auch nur ganz wenig zahnfreien Platz für sein Trensengebiss. Ich habe seine Trense mit meiner Reitlehrerin zusammen eingestellt, damit es passt. Probier doch mal einfach deine selbstgegebene Antwort aus. Ich glaube schon, dass dein Pferd das ganz dankend annehmen wird, wenn du mal sagst, ich nehme mir mal das Eisen aus deinem kleinen Mund heraus und wir schauen mal, wie du ohne Eisen arbeitest. Machen wir mal auf Ehrenwort. Ja, und ob das Titan ist, ob das Messing ist oder rostener Stahl, das spielt ganz sekundär eine Rolle. Wirklich, also wenn ich so sagen kann, das spielt vielleicht noch bei 5 oder 8% eine Rolle bei der Gebisswahl, was du für Material nimmst. Was eine große Rolle spielt, ist die Form und was eine große Rolle spielt, ist die Akzeptanz. Was habe ich mit einem Gebiss erlebt? Will ich überhaupt noch ein Gebiss? Und bei Isländern ist es ganz häufig, wenn die wirklich auf dem großen Trail vorbereitet wurden von Leuten, die es nicht ganz so gut können, muss man einfach sagen, haben auch die Isländer Stress mit dem Gebiss. Ja, denen wird der Kopf hochgerissen, damit sie bestimmte Gangarten auf Tempo machen können und durchhalten. Und auch ein Isländer braucht für diese Übung, auch wenn er dazu geboren ist, so zu laufen,
braucht Kraft, Ausdauer und Balance dafür, das zu machen. Und wenn sie überfordert worden sind, wird diese Überforderung immer in dem Moment, wo du das Gebiss ins Maul einlegst, wird schon Stress aufkommen beim Pferd. Ganz egal, was du vorhast. Und gerade wenn du sagst, bei der Handarbeit, auch da gehe ich wieder hin, ihr müsst nicht mit jedem Pferd Handarbeit machen. Manchen Pferden ist die Handarbeit sehr unangenehm, weil wir einfach zu dicht in ihre Aura reingehen, im ganzen Körper, denen zu viel Stress machen. Und dann müsst ihr auch mal gucken, ist Handarbeit überhaupt nötig? Es gibt so viele Reitkulturen weltweit, die machen keine Handarbeit, die können aber auch reiten. Kriegen das einigermaßen gut hin. Und die haben auch Pferde, die alt werden. Also ich würde es auch auf Unzufriedenheit deuten, denn es ist ja ein Anspannen von Muskeln. Ja. Ne? Lippenblecken ist ja nicht entspannt sein. Richtig. Und das machen Pferde nur, wenn ihnen was nicht passt. Und da er das in Momenten macht, wo offensichtlich der Zügel durchhängt, meine ich schon, dass er mit dem eigentlichen Gegenstand im Maul nicht zufrieden ist. Ihr auch? Zack, abgehakt. Und guckt doch bitte auch mal ins Maul, eben dass sie da sagt, da ist wenig zahnfreier Platz. Das ist auch schon eine schöne Erkenntnis, weil die wenigsten gucken mal rein und sagen, wie viel Platz hat er denn da überhaupt? Wenn man dann Kandare Unterlichtrense in so ein kleines Minimaul noch reinwürgen will, dann gibt es ja noch mehr Stress. Also tatsächlich haben sehr viele Pferde auch keinen Platz zwischen den Kieferästen. Ja, also ihr guckt mal wirklich ins Maul rein, guckt auch mal nach Allergien. Also ich habe durchaus einige Reitschüler gehabt, wo die Pferde wirklich Allergie im Maul hatten und da irgendwie was wund war oder Pusteln waren oder sowas. Also guckt bitte hin. Du sagst noch was anderes Wichtiges gerade, also guck ins Maul rein und Kieferäste. Wir dürfen auch nicht vergessen, dazwischen ist ja die Zunge. Wie ist die Beschaffenheit der Zunge? Wenn da eine sehr dünne Zunge ist und damit, oder eine sehr dicke Zunge, dann habe ich auch so ein Problem. Dann sind nämlich entweder kommt es dann nach oben oder nach unten halt zu nah dran. Ne? Oder die Maulspalte halt. Also, denn die Freiheit für das Gebiss ist die eine Sache, wenn aber die Maulspalte halt entsprechend ist und dann quasi das Gebiss wieder nach vorne drückt, habe ich auch nichts gewonnen. Okay. Bea Vossler. Meine 5-jährige Stute klappert manchmal noch mit den Unterlippen. Okay. Wie viele hat sie denn? Oder zieht das Boucher-Gebiss hoch und kaut darauf. Sie gähnt auch viel nach einer Übung. Die Schwierigkeit ist, dass ich nichts in der Hand habe. Manchmal hängen die Zügel auch durch. Sie klappert aber trotzdem. Sie klappert auch, wenn ich die Zügel nur in einer Hand habe. Und sie klappert stärker in einer neuen Übung. Wenn sie kein Gebiss drin hat, macht sie das nicht. Allerdings mag sie Reiten mit Cavesson auch nicht gern. Wie würdet ihr vorgehen? Komplett auf Bosal umstellen? Ja. Bosal oder Glücksrad, das Cavesson ist ein Cavesson ist nichts Besseres als ein einfaches Sidepull. Mit einem einfachen Sidepull kannst du ins Gelände gehen, kannst dein Pferd lenken und kannst anhalten, kannst es auch rückwärts richten und stille stehen lassen. Aber stellen und biegen kannst du da nicht mit. Wenn du anfängst, an dem Cavesson so doll dran rumzuziehen, dass du stellen und biegen willst, musst du ziemlich grob anfassen. Es ist kein Wunder, wenn das Pferd dann sagt, nee, das will ich nicht. Dafür gibt es Instrumente, die wirken ganz anders. Du darfst eins nicht vergessen, Cavesson wirkt nur vorne auf der Nase. Es wirkt nicht unterm Kiefer, es wirkt nicht an der Seite am Kopf, nirgendwo. Es wirkt nur vorne. Und davon ab, dass das Ding auch noch verrutscht. Ja, so, ist dem Pferd nicht angenehm. Das ist eine Unterstützung für ein Gebiss, wo ich sage, ich kann dich damit biegen, aber Stellen und Beizorn mache ich mit dem Gebiss, später mit der Kandare. In der Tat würde ich dir dringend raten, mal ein Bosal oder ein Glücksrad auszuprobieren. Das, was du da gerade schreibst, ist für mich ein ganz klares Zeichen. Auch wenn es die Boucher-Trense ist, heißt das nicht, dass dein Pferd damit geht. Es ist etwas, was bei vielen Pferden gut funktioniert. Trotzdem kann dein Pferd einfach sagen, ich mag das nicht. Ja. Dann kannst du nichts machen. Wenn das Pferd das nicht mag, plötzlich nimmst du vielleicht sogar ein einfach gebrochenes Gebiss, eine Trense und sagt das Pferd, jo, gefällt mir deutlich besser. Ich sage auch immer, 80% der Pferde mögen lieber ein stangenförmiges Mundstück. Aber das ist 20% mögen lieber ein gebrochenes. Ja, da kannst du nichts machen. Das ist das Wunschdenken, das wir uns vorstellen. Ist besser? Nee, ist nicht besser. Pferd entscheidet, nicht du. Ja.
Aber in diesem Moment, finde ich, hört sich das mehr nach einem Stressklappern an. Also natürlich ist die Frage eben, wenn sie es gebisslos nicht macht, ist ja schon mal ein Zeichen, na klar. Aber auf der anderen Seite hängt es ja auch offensichtlich damit zusammen, dass das Pferd die Zügelhilfen auch nicht so richtig verstanden hat. Weil wenn die Zügel durchhängen und sie klappert trotzdem, ist es ja auch noch wieder so ein... Also kann auch ein Stressklappern sein, wo man wirklich mal so ein bisschen drüber nachdenken muss, ist das Pferd insgesamt überfordert oder nicht wahrhaftig genug geritten, also in der Richtung, dass man sie ein bisschen abholen muss noch. Also ich hatte das jetzt bei ein paar Jungpferden ziemlich häufig, dass die Reaktionen mit dem Maul gemacht haben, die gar nicht so sehr mit der Zügel oder also mit der Hand zu tun hatten, sondern es war einfach eine Stressreaktion. Als sie ihren Stress losgeworden sind, sind sie sofort auch ruhig im Maul gewesen. Und das war bei mehreren Jungpferden. Mir fällt noch was ein zum Thema Bouchergebiss, weil wir es auch am Wochenende nochmal hatten. Bouchergebiss und Bouchergebiss ist ja nun mal auch nicht das Gleiche. Es gibt Bouchergebisse, die sind nach außen gebogen oben. Es gibt Bouchergebisse, die sind sehr gerade und kommen dann an die Seite, an den Oberkiefer. Dann gibt es welche, die haben so eine kleine Rundung an der Stange, damit an der Seite das Maul nicht eingeklemmt wird. Und dann gibt es welche, die sind ja schon fast wie eine Pumpkandare, können sich hoch und runter bewegen und haben starke Kanten. Und wenn die dann auch noch vielleicht sogar noch zu eng sind oder sogar alle 3 Probleme zugleich da kommen, dann würde ich mich auch beschweren. Ihr habt alle recht. Ganz viele Dinge, die da zusammenkommen. Du musst auf jeden Fall ausprobieren, wie ist es wirklich mit einem Probandenmittel am Kopf, was wirklich vernünftig arbeiten kann. Ja, du brauchst etwas, was präzise am Kopf arbeiten kann. Gebisslos und dann kannst du dir wirklich ein Urteil bilden. Und auch Chris, was du gerade gesagt hast, bitte kontrollier nochmal dein Gebiss, wie es wirklich am Kopf sitzt. Ja? Boucher, Trense heißt ja, oder Gebiss heißt eigentlich nur, das ist die Schenkelform. Der große Ring mit dem kleinen Ring da drüber. Was dann im Mund drin ist, das gibt es bis doppelt gebrochen, das gibt 1000 Möglichkeiten. Da musst du einfach mal gucken, was ist das überhaupt für dein Pferd, ob das ihm gefällt. Und du hast gesagt, 5-jährige Stute, die ist gerade am Zahn, da werden gerade noch Backenzähne geschoben. Und wenn du jetzt mal überlegst, was das bei Kindern manchmal deutet, wenn Zähne kommen, die schreien die ganze Nacht durch, so tut das denen weh. Und dann gehen wir dann noch ins Maul und ziehen dann noch irgendwo dran und vielleicht das ganze Zahnfleisch entzündet oder was weiß der Teufel. Guck nochmal nach. Am besten ist in der Zeit tatsächlich mal zu sagen, ich gebe dir mal ein halbes Jahr Ruhe im Mund. Mit 5 musst du ja auch noch keine große Leistung erwarten. Mit 5 kannst du ja sagen, ich schule dich noch ganz ruhig in den Seitengängen. Wir haben noch die meiste Zeit der Welt. Unsere letzte Frage für heute kommt von Carina Rotfuß. Vor 2 Tagen ist ein kleiner Spanier bei uns eingezogen. Die Trense nimmt er nicht sehr willig ins Mäulchen. Ich versuche es ihm einfach spielerisch mit Leckerlis schmackhaft zu machen. Wenn er sie dann drin hat, ist er am Anfang ganz hektisch am Kauen, beziehungsweise man muss es wohl eher drauf rumbeißen nennen. Und ich kann beobachten, dass er auch zwischendurch die Zunge über das Gebiss legt. Ich habe ihn jetzt einfach ein bisschen damit rumstehen lassen, kurz, und ihm dann die Trense wieder mit dem Gebiss abgenommen. Natürlich immer alles mit ganz viel Lob. Das Gebiss ist einfach gebrochen, so kannte er es wohl. Soll ich erstmal verschiedene ausprobieren oder soll ich eventuell erstmal gar kein Gebiss reinlegen? Habt ihr da für mich eine Idee? Wenn er vor 2 Tagen gekommen ist, solltest du ihm vielleicht erstmal eine Pause geben. Wie alt ist denn der kleine Spanier? Stell dir mal vor, du bist noch ein kleines Kind und du wirst von zu Hause weggeschickt in ein Internat und dann sagen die am ersten Tag gleich, gerade sitzen, den Füllfederhalter musst du so tragen und so tragen und so tragen, du weinst nächtelang, du hältst das nicht aus, du weinst jede Nacht. Also wenn das Pferd vor 2 Tagen gekommen ist, also wir geben unseren Pferden echt eine Pause. Ne? Erstmal hat er sowieso nicht gepennt die ganze Zeit auf dem Transport und dann musst du auch überlegen, der ist ja nicht hierher gekommen, um zu leisten. Das hat schon seinen Grund, warum der hergekommen ist. Aber gib dem mal wirklich eine Pause von 1, 2 Wochen.
Spiel mit ihm in der Halle. Führübungen mit dem Halfter, erklär ihm, wer bewegt wen. Streichel ihn, geh mit ihm spazieren und sag ihm erstmal, wer du bist. Er kennt das Wasser nicht, er kennt das Futter nicht, er kennt die Sprache nicht, er kennt den Stall nicht, alles kennt er nicht. Und dann kommen wir gleich mit der Anforderung, so Kleiner, zeig mal, was du in Spanien gelernt hast. So funktionieren die Pferde leider auch nicht. Und dann ist es vollkommen richtig, guck mal, ob er überhaupt mit dem Gebiss klarkommt, denn du darfst eins nicht vergessen, selbst wenn er in Spanien auf Trense geritten wurde, ist ja schon mal löblich. Ist nicht selbstverständlich. Aber haben Sie ihm den Mund dabei zugebunden oder hat er den Mund aufmachen dürfen? Wenn er jetzt den Mund aufmachen darf, dann wird er sich auch beschweren und sagen, hat mir sowieso nicht geschmeckt. In Spanien auch schon nicht. Da haben die auch schon dran rumgezogen. Genau. Und wenn du sagst klein, ist er klein und jung, denk mal dran. Könnte auch sein, dass gerade die Hengszähne kommen. Kommen wir wieder zu dem Thema. Und wenn die Hengszähne kommen, sind manche ganz pieselig. Denn die dann, wenn sie da raus sollen. Denn je nachdem, wo die Hengszähne im Kiefer wachsen, bei manchen weiter unten, bei manchen weiter oben, können die ganz schön dicht am Gebiss sein. Sowieso erstmal, wenn der vor 2 Tagen zu dir gekommen ist, frag doch mal den Pferdezahnarzt, ob er Wolfszähne hat. Wäre auch noch so eine Idee. Genau. Dann mögen die nämlich Gebisse auch überhaupt gar nicht gern. Ich würde mit diesem Pferd, ich würde es ganz ruhig angehen, würde den erstmal einen Zahnarzt vorstellen, einen Hufschmied vorstellen, meinen Physiotherapeut. Ich würde erstmal sagen, und dann würde ich mit dem spielen, würde Führübungen machen und dann würde ich dem Handarbeit zukommen lassen. Ich würde dem erstmal eine Kommunikation geben. Wahrscheinlich ohne Gebiss, oder? Ja, und dazu möchte ich dir ganz doll und dringend unseren Intensivkurs Handarbeit empfehlen in der Online-Akademie, weil da legst du den Grundstamm für 30 Jahre Freude mit dem Tier. Aber wenn du gleich anfängst, so kannst du auch nach rechts, kannst du auch nach links, da bringst du ihn völlig durcheinander mit. Ihr braucht erstmal eine andere Basis. Der muss erstmal die Hilfen verstehen lernen. Und das hat er in Spanien nicht. Mein Tipp. Ja, sie hat aber ja geschrieben, dass sie ihn erstmal hat nur rumstehen lassen mit dem Gebiss. Also sie hat es reingemacht und hat ihn rumstehen lassen. Was sind denn So. 2 Tage? Ja, klar. Bitte. Aber ja, was soll er denn daraus lernen, wenn er mit dem Gebiss im Maul rumsteht? Naja. Mit Leckerlis und Loben, wenn er nicht mehr so viel kaut oder sowas. Also ist ja schon eine richtige Idee. Aber die Frage ist eben, ob er es braucht. In 3 Wochen oder in 6 Wochen oder in 3 Monaten. Und ich gehe mit dir ganz zu Anfang mal auf den 10-Meter-Turm. Nur 3. Du darfst auch runter, wann du willst. Aber nur nach vorne, ne? Das schockiert den. Das ist ein Eingriff ins Allerheiligste. Da lässt er nur einen Freund dran. Ich versichere es euch. Immerhin Freundschaft. Ja. Lass ihm Zeit. Das ist das Einzige, was ich dir sage. Lass ihm Zeit und probier nochmal eine Alternative aus, bevor du sagst, das ist das oder das ist das. Okay. Ihr müsst rumprobieren, Leute. Es ist häufig, plötzlich kommt da etwas an den Kopf und das Pferd sagt, danke, danke, danke. Ihr seht in Augen rein, die sind voller Dank. Also wir nehmen alle Originalimporte Spanier, wir nehmen sowieso alle, aber auch die Originalimporte Spanier auf eine Nasbandsäumung. Die meisten auf dem Bosal. Manchmal, also oder eigentlich hängen wir dazu, oder in Kombination. Hängen wir dazu ein Gebiss rein, nur dass es noch drin bleibt und dass sie sich nicht nur ans Bosal gewöhnen, sondern dass man später eben auch nochmal mit dem Gebiss arbeiten darf. Aber und wenn die alles sehr früh. Also wenn ein Iberer auf der Nase 2 Striche hat, da unten, so 2 schwarze Striche oder weiße, je nachdem, was er für eine Fellfarbe hat, dann kann ich euch versprechen, dass das Pferd auf Sereta geritten. Und wenn die eine Sereta draufbauen, die wird immer so angeknallt, dass sie richtig reindrückt ins Fleisch. Und dann können die in Spanien den Mund nicht aufmachen. Das können sie nicht, ob die mit Trense geritten sind oder ob die mit einer Kandare geritten sind. Die können den Mund nicht aufmachen, das ist so schmerzhaft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn wir dann mit dem losen Nasenriemen kommen, dann werden die sofort sagen, so, jetzt will ich euch mal erzählen, was ich davon halte mit diesem Scheißding da im Mund. Ja. Ja, gerade wenn du es fragst, dann wird es dir auch antworten. Oder sie haben sogar Zubildungen auch vom Reithalfter. Der Motti hatte ja so richtig 2 dicke Narben oben auf dem Knochen drauf vom Reithalfter, weil das haben sie auch angeknallt. Also nicht nur die Sereta-Narben unten, sondern das Reithalfter oben haben sie auch angeknallt. Ja, wenn man das Pferd mit Halfter auf der Wiese laufen lässt, das wächst ein halbes Jahr und kann sein, dass es nicht mehr passt. Mir fällt da gerade noch was ein, also auch was da nicht sehr zuträglich wahrscheinlich sein wird.
wenn das ein Wallach ist und der vor 2 Tagen gekommen ist, auch wenn der vielleicht schon 3 Wochen in Deutschland ist, dann hat der vor 3 Wochen seine Männlichkeit verloren. Und ist vielleicht in einer nicht ganz so gut gemütlichen Verfassung. Ja, ist auch. Also der hat einiges hinter sich, wenn der nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Wir haben natürlich auch hier Leute, die spanische Pferde züchten und sich der Rasse verschrieben haben. Aber in der Regel führt so ein Weg eines Spaniers irgendwie aus Spanien raus, in einer Kiste nach Holland. Da wird er seiner Männlichkeit beraubt. Dann geht er zu irgendjemandem, wo er 2 Tage bleibt und da kommt er dann her. Die Pferdchen brauchen echt dann Zeit. Das ist das Gleiche, was wir auf der Straße heute sehen, mit den vielen Menschen, die aus so vielen Kulturen zu uns kommen und unsere Kultur gar nicht verstehen und überhaupt nicht wissen, was wir wollen von denen, weil sie unsere Sprache nicht sprechen. Und den Pferden geht es auch nicht anders. Okay. Das war's. Ja, nö, es hat sich wiederholt. Da Gut. zwischendurch war was doppelt. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Dr. Diane Krischke. Vielen lieben Dank, Kristewski. Vielen lieben Dank, Wolfgang Krischke. Vielen lieben Dank auch mir für diesen wunderschönen Abend. Bis nächste Woche, Dienstag, wenn es dann wieder heißt, fragt die Krischkes. Schönen Abend heute. Schönen Abend noch. Ja, ne? Bin besser drauf. Ja. Freue mich. Ja.